Ja, Leute, Servus und herzlich willkommen zu Gipfelholz. Ja, in dem heutigen Video geht es heute um diesen coolen Klappstuhl und ich zeige euch, wie ihr den selber bauen könnt. Also, wen das interessiert, der bleibt dran. Also ich muss sagen, sau bequem der Stuhl. Dieser Stuhl nennt sich Kentucky Stick Chair. Ich sage jetzt einfach Klappstuhl dazu, Holzklappstuhl dazu, ist glaube ich einfacher. Ja, und man kann diesen Stuhl auch fix und fertig kaufen. Roundabout ab 150 € fangen diese Stühle an. Mir war das dann doch ein bisschen zu teuer, weil dieser Stuhl hat mich jetzt je nach Material, was ihr für ein Holz verwendet, circa 25 bis 30 € gekostet. Ich habe jetzt Lärchenholz verwendet. Lärchenholz darum, weil es witterungsbeständig ist und es ist ein bisschen teurer als jetzt irgendwie Fichte oder Tanne. Also da könnt ihr auch selber entscheiden, was ihr da für ein Holz nehmt. Es ist jetzt keine neue Erfindung von mir, dieser Stuhl. Da gibt es in den USA teilweise sehr viele Bauanleitungen dazu. Die waren aber teilweise nicht wirklich richtig oder haben keine Bemaßung gehabt. Ich werde euch anbieten, diese Bemaßung, die Zuschnitte und das Ganze in einem PDF. Das könnt ihr euch kostenlos downloaden, zur Verfügung zu stellen. Und das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut es einfach mal an. Wer es nachbauen will, gibt's Gas. Ach, noch was. Schreibt es doch mal in den Kommentaren, wie ihr diesen coolen Stuhl dann findet und ob ihr vielleicht sowas nachbauen würdet. Keine Ahnung. Aber schreibt es mal unten rein. Würde mich super drüber freuen. Und wir starten jetzt einfach mal mit der Bauanleitung und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Kommen wir als allererstes mal zum Material, was wir benötigen. Das Wichtigste ist Holz. Genau. Ich habe hier Lärche verwendet. Warum Lärche? Weil Lärche wetterbeständig ist. Ihr könnt natürlich auch Fichte, Tanne, Douglasie oder sonst irgendwas nehmen. Ist überhaupt kein Problem, aber achtet drauf, dieses Holz ist natürlich jetzt nicht so wetterbeständig und es sollte dann nicht der Stuhl das ganze Jahr draußen stehen, wenn es unbehandelt lässt. Genau. Ich habe hier eine Leistenbreite von 45 x 30. Zum Beispiel der Obi, wer einen Obi in der Nähe hat, hatten wir nicht. Die haben Standardleisten schon da mit 44 x 28, könnt ihr mal schauen. Die haben das auf jeden Fall da. Ich bin jetzt aber auf 45 x 30 gegangen, weil unser Holzhandel hatte 70 x 45 und dann bin ich runtergegangen auf 30, habe es also halbiert und die 45 hatten wir ja eh, deshalb bin ich auf diese Maße gekommen. Also ihr solltet bei den Maßen jetzt schon nicht ganz so weit abweichen. Wenn es ein paar Millimeter sind, ist es total wurscht. Aber wenn es jetzt wirklich viel dünner wird, zum Beispiel die Leiste, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr vielleicht dann zwei Stangen zum Beispiel in der Mitte, in der Sitzfläche wieder reintut, und dass ihr mit auf diese bestimmte Breite kommt. Aber ich werde euch natürlich alles unten verlinken, beziehungsweise werde ich ein PDF zusammenstellen. Ihr seht es ja hier gerade, es ist schon alles zugesägt. Es muss ich euch nicht zeigen, dieses Zusägen. Das wird dann euch zu langweilig. Die Maße aber werde ich in diesem PDF, wie viel ihr von was braucht, werde ich euch unten aufschreiben. Und vor allem das Wichtigste ist auch, damit der Stuhl funktioniert, die Bohrschablonen oder was heißt die Bohrmaße werde ich euch dann angeben. Damit ihr genau wisst, wo ihr bohren müsst. Ich habe hier circa 16 Meter geholt von den Leisten. 16 Meter, es ist noch ein bisschen Luft, also Sägeverschnitt oder so habe ich dann noch mit einberechnet. Wir brauchen irgendwas um die 14,5, knappe 15, aber ich habe dann nochmal 1 bis 2 Meter nochmal zusätzlich reingerechnet, weil wir noch einen kleinen Verschnitt haben. Also besorgt euch hier 16 Meter oder 16,5 Meter an Leisten. Des Weiteren braucht man natürlich noch anderes Material. Ich werde das Ganze mit M6 Gewindestangen machen. Also ich habe mir noch M6 Gewindestangen besorgt und M6 Scheiben, Karosseriescheiben, alles in Edelstahl, weil der Stuhl ja draußen stehen soll. Und dann noch Hutmuttern habe ich auch noch mir besorgt, damit wir die ganzen Seiten an den Seiten zuschrauben können. Ich würde jetzt einfach mal sagen, den ersten Schritt habe ich schon erledigt. Wie gesagt, im PDF steht die Sägemaße drin, was ihr benötigt für Längen bei diesem Stuhl, bei dieser Leistenbreite.
Erster Schritt ist erledigt, jetzt kommt der zweite Schritt und zwar werden wir jetzt die ganzen Sachen bohren. Und zwar werden wir jetzt bei jedem Stück hier, was wir haben, auf jeden Fall mal hier in der Mitte von diesem Holz, werden wir, die erste Bohrung werden wir bei jedem setzen und zwar 3 cm nach innen und werden da überall ein Loch reinmachen. Bei den kurzen Stücken machen wir auf beiden Seiten gleich 3 cm rein, aber wie gesagt, ihr habt das alles unten im PDF, wo ihr das nachschauen könnt. Also gehen wir mal an die Bohrmaschine und werden das Ganze bohren. Angezeichnet ist alles an jeder Latte. Jetzt werden wir vorbohren das Ganze. Und zwar haben wir ja ein M6 Gewinde. Wir werden aber mit dem Simner Bohrer die Löcher bohren. Also auf geht's. Jetzt haben wir alle Löcher gebohrt, da liegt der ganze Haufen. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar brauchen wir ja für die Sitzbeine und die Lehnenbeine brauchen wir noch Schrägen. Wir sind das mal ausgerechnet und zwar müssten das ca. 28 Grad sein bei den Lehnenbeinen. Und zwar messt ihr da einfach, da hole ich euch jetzt mal her und zeige euch das Ganze. Jetzt haben wir hier die Lehnenbeine. Die Lehnenbeine sind ja die mit 102 cm. Da müsst ihr jetzt also hochkant ist das hier. Und jetzt müsst ihr an der Seite hier anmessen. Und zwar geht es ja hier 2 cm rein. 2 cm, zack. Und verbindet dann die Ecke unten. Das müssten so ca. 25 bis 28 Grad sein. Macht ihr das gleiche hier nochmal. 2 cm rein. Verbinden und nach unten ziehen, den Strich. Die Sitzbeine müssen auch noch angepasst werden. Die haben einen stärkeren Winkel. Und zwar, dass der Winkel, dass das Holz nicht kaputt geht, werden wir da jetzt noch einen Zentimeter, 10 mm zuerst nach unten gehen. Könnt ihr das erkennen? Hier 1 cm nach unten, an der breiten Stelle 1 cm nach unten. Und dann von der Kante, Außenkante bis zur unteren 6 cm reinmessen. Und dann zieht sie einfach mal einen Strich rüber. Dann schaut das Ganze nämlich so aus. 1 cm rein, 6 cm rüber, Strich ziehen. Und das ist jetzt praktisch die Schräge für die Lehnenbeine. Genau, für die Lehnenbeine war das. So, jetzt haben wir die Schrägen erledigt. Prima. Beide. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt wird sein, dass wir die Kanten alle noch abrunden. Und zwar mit dem Radiusfräser. Die schmalen Endkanten sind das hier alles bei jedem Holz. Also praktisch hier die Fläche und hier oben ist dann praktisch die schmale Endkante. Und die werden wir jetzt alle mit einem 10er Radius oder mit einem 9,5. Ich habe jetzt gerade einen 9,5 Radius da. Werden wir alle Endkanten mit dem Radius versehen. Nachdem werden wir die restlichen Sachen von diesem Holz werden wir mit einem, was habe ich jetzt gerade da? Ich habe einen 6,3er, ihr könnt auch einen 5er Radius nehmen, einen 6er Radius nehmen. Also so circa in dem Dreh, dass wir hier auch noch die ganzen anderen Kanten von dem Holz auch noch einen Radius versehen. Das werden wir jetzt noch machen, ist noch viel Arbeit. Um das Ganze nochmal hier zu zeigen, hier sind die Endkanten, die schmalen und die werden wir mit dem Radius versehen. Ihr könnt es mit der Oberfräse machen, ihr könnt es mit der kleinen Fräse, Handfräse machen oder wenn ihr einen Frästisch habt, könnt ihr das genauso am Frästisch machen. Aber Hauptsache halt diesen Radius. Also legen wir los. Sollten wir das erledigt haben, die Endkanten, die schmalen, kommen wir zur restlichen. Und da werden wir praktisch mit dem, was habe ich jetzt gesagt, 6,3 Radius, den ich jetzt da habe, könnt ihr auf den 5er nehmen, hier den Rest machen, an jeder Leiste. Also, legen wir los. Puh, fertig. Ich bin jetzt doch noch ausgewichen auf die Tischfräse. Es ging doch
doch ein bisschen schneller als mit dieser Kantenfräse. Mit dieser Kantenfräse funktioniert super, aber es dauert einfach länger. Naja, egal. So, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Schritt und der nächste Schritt wird sein, ich lasse dieses Lärchenholz ein. Ja, ich weiß, viele sagen, Lärchenholz muss nicht behandelt werden. Das stimmt auch, das stimmt bedingt. Es kommt immer auf die Qualität des Lärchenholz natürlich drauf an. Denn nicht jede Holzqualität ist nämlich gleich und Kern- und Splintholz sollte eigentlich immer behandelt werden. Aber gut, ich sage jetzt mal, ich möchte es behandelt haben. Lärchenholz ist auch sehr schnell, es wird dann sehr schnell gräulich durch die UV-Strahlung und ich möchte es noch ein bisschen länger Natur haben. Deshalb wird es bei mir imprägniert. Ihr könnt da Imprägnierschutz nehmen für Holz oder ihr könnt bei Lärche auch Lärchenöl benutzen. Ist auch gar kein Problem, könnt ihr auch einlassen damit. Oder wer will, kann es natürlich ganz unbehandelt lassen. Alle anderen Hölzer würde ich auf jeden Fall behandeln, wenn dieser Stuhl dann draußen stehen soll. Na gut, aber ich lege jetzt mal los und werde diese ganzen Hölzer jetzt erstmal einstreichen. Fertig eingestrichen, jetzt lassen wir das ganze gute Holz trocknen. Ich werde euch das ganze Öl, also dieses Lärchenöl, wenn ihr Lärchenölen benutzt wollt, oder ein Universalöl unten verlinken. Wie gesagt, jetzt müssen wir das Ganze trocknen lassen und danach geht es weiter. Das Öl ist getrocknet, super. Jetzt geht es weiter mit dem Zusammenschrauben. Jetzt sind wir schon soweit, super. Was wir jetzt brauchen, sind die Gewindestangen M6. Hutmuttern und die Karosseriescheiben. Ich habe ja, wie gesagt, schon das Ganze in Edelstahl, weil der Stuhl auch draußen stehen wird. Gut, also ich hole euch mal her und zeige euch mal genau, wie es jetzt zusammengehört. Dann fangen wir einfach mal außen an, auf irgendeine Seite, das ist egal. Hier kommen dann die 234er hin. Fängt man mit einem an, und zwar ja, das Dreierloch hier. Und danach kommt das 400er. Und zwar müsst ihr da das weitere Loch nehmen, also was weiter drin ist. Und so legt ihr jetzt das Ganze mal hin. Also wie gesagt, hier kommt 234, 400, 234, 400, 234. Und jetzt kommt der Fuß. Und zwar legt ihr den so hin, könnt ihr erkennen hier, dass das hinten ist. Also dass die Schräge nach unten geht. Und legt ihr dann auch so rein. Ja, und das Ganze macht er dann mal 1, 2, 3, 4 234er, 3 400er und das ganze andere auf der Seite. Da muss es so ausschauen. Jetzt können wir unsere Gewindestange nehmen. Jetzt ist es wichtig, dass ihr Karosseriescheiben nehmt, und zwar zwischen jedem Stab kommt eine Karosseriescheibe rein und das werden wir jetzt einfach mal machen. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Schritt. Jetzt stellst du alle diese Teile, diese 234er auf. Und jetzt wird es, was heißt kompliziert? Wird es nicht. Hier ist das 1020er. Seht ihr diese Schräge hier? Da ist das lange unten. Und das kommt hier als erstes zwischen rein. Hier das 1020er, 800, 756, 3 mal 800. 756, 800 und das 1020er. Aber Leute, keine Angst, ich werde jetzt natürlich in diesem PDF nochmal aufzeichnen, was wohin gehört. Nicht, dass ihr das jetzt nicht versteht. Zwischendrin kommt wieder überall eine Karosseriescheibe rein. Also, das machen wir jetzt mal. Gut, ich bin jetzt richtig ins Schwitzen gekommen, aber nicht wegen der Arbeit, sondern hier hat es gerade 27,5 Grad hier oben in meiner Werkstatt. Also bockwarm, mir läuft das Wasser hier, aber es macht mir den Stuhl trotzdem fertig. Oben haben wir jetzt auch noch zusammengeschraubt, 2 Hutmuttern drauf, fertig. Jetzt haben wir ja noch 2 Reste von Gewindestangen und da werden wir jetzt ja, die 2 anderen Teile noch machen und dann sind wir eigentlich schon fertig mit unserem Stuhl. Aber das zeige ich euch auch noch mal. Jetzt fangen wir einfach mal mit der oberen an. Da brauchen wir jetzt einfach zwischendrin keine Karosseriescheiben, sondern nur an den Enden.
Und zur Hilfe werde ich jetzt hier einen Akkuschrauber nehmen. Dann wird es einiges einfacher funktionieren. Deshalb einfach Gewinde durchziehen und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, da tun wir uns ein bisschen schwer am Ende, aber mit Gewalt kriegen wir alles durch. Hoppala. Ja, da ist ein bisschen gerissen jetzt, aber macht nichts. Kommt da eine Scheibe drauf. So. So fest. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das Ganze, ja, vielleicht mit ein bisschen Gewalt, das Ganze irgendwie zusammenzukriegen. Ah, guck, geht ganz einfach, der Akkuschrauber macht's. Perfekt. Und jetzt abflexen und Hutmutter drauf. Die Seite haben wir fertig. Jetzt kommt noch die zweite Seite. Oder beziehungsweise die Sitzfläche. Die machen wir jetzt genauso. Akkuschrauber am besten. Und das Ganze dann reindrehen. Oh, super. Leute, fertig. Ich habe mich mal in den Garten begeben. Dort, wo er auch hin soll. Also bei mir zumindest. Also ich finde es echt mega toll, das Projekt. Ich habe es ja, wie gesagt, mit Lärche und Edelstahl gemacht, damit er im Garten stehen bleiben kann. Puh, ich habe mir jetzt ein Bier verdient. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare, wie ihr diesen Stuhl findet. Und vielleicht baut ihn der eine oder andere sogar nach. PDF zum Downloaden unten. So Leute, ich stoße mit euch gerne an. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr von Gipfelholz nichts mehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.